Der Countdown läuft. 3, 2, 1 und die Brücke fällt in sich zusammen. Hier war es die Talbrücke Rinsdorf bei Wilnsdorf an der A45. 120 Kilo Sprengstoff haben die 500 Meter lange und 70 Meter hohe Talbrücke zu Fall gebracht. Dabei dürfte diese Talbrücke nicht die letzte gewesen sein, denn 60 Autobahnbrücken entlang der A45 müssen in den nächsten Jahren Stück für Stück erneuert werden. Bei der Herausforderung, den jahrzehntelangen Sanierungsstau vermitteln zu müssen, stehen Politik und Straßenplaner jetzt selbst im Regen. Wir haben in der Tat ein Problem. Die Brücken an der A45 sind für diesen erheblichen Lkw-Verkehr in Menge, aber auch in der Schwere nicht ausgelegt worden. Die statische Dimensionierung reicht dafür nicht aus. Und deswegen haben wir die Aufgabe, diese Brücken instand zu setzen oder zu verstärken. Wir haben in der Tat einen großen Investitionsstau. Brückenbauwerke sind natürlich sehr komplex. Da wurde in der Tat wohl eher zu wenig Augenmerk darauf gelegt, komplexe Brücken zu sanieren. Warum ist denn so lange nichts gemacht worden? Es wurde ja viele Jahre viel gemacht, aber eben nicht schnell genug. Und da müssen wir jetzt Tempo reinkriegen in die Geschichte. 60 Talbrücken entlang der A45 sind, wie auch die Rammede Talbrücke bei Siegen, marode und einsturzgefährdet. Die Rammede Talbrücke ist die nächste, die gesprengt wird und damit jahrelange Beeinträchtigungen auslöst. Mit schon jetzt dramatischen Konsequenzen für den Fernverkehr in Höhe Lüdenscheid. Auf der Autobahn gibt es aufgrund der Vollsperrung und Umleitungen ständig gewaltige Rückstaus. Und dann muss sich der Verkehr, täglich 64.000 Fahrzeuge, darunter 13.000 Lastwagen, stundenlang durch die Innenstadt von Lüdenscheid quälen. Das alles kostet Zeit, Geld und Nerven. Vor allem für die Lkw-Fahrer bedeuten die Umwege durch die Stadt eine gewaltige Herausforderung. Da ist nichts gemacht worden. Schon 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre ist nichts gemacht worden. Und jetzt ist auf einmal alles hin. Es werden viele Baustellen angefangen, aber es sind nur 3 Leute da. Wo man sagen müsste, man müsste jetzt konzentrierter da reingehen in die Baustellen. Tagsüber ist es unmöglich, weil die ausgeschilderte Umleitung ist total überlastet. Dann die ganzen Anwohner ärgern sich natürlich auch über den ganzen Verkehr. Die parken extra ihre Autos ziemlich nah an der Straße, dass wir auch schlecht vorbeikommen. Also ich habe auf jeder Seite, wenn es hochkommt, manchmal nur 50 cm Platz. Und dann ist Feierabend. Ja, und wenn ich dann in den Schlagloch reinfahre und der federt ein, habe ich manchmal gar keinen Platz, weil er rüberzieht. Ne? Ja, einer schiebt es ja auf den anderen. Nicht? Und die ganze Planung und so weiter, dass das alles so lange dauert. Wir als Lkw-Fahrer sagen uns ja, wenn ich das in China sehe, die haben innerhalb von ein paar Jahren einen Flughafen gebaut. Und unser Berliner Flughafen genau dasselbe. Das wird sich hier ja wiederholen. Das ist ja nichts anderes. Die träumen da oben alle. Ich weiß nicht, wofür die bezahlt kriegen. Das sind Reaktionen von Lkw-Fahrern, die die A45 nur gelegentlich fahren. Was aber bedeutet die lange Sperrung für Lkw-Fahrer aus der Region, die hier früher beinahe täglich unterwegs waren? Andreas Gräbedünkel von der Wirt 2 Transport GmbH aus Unna hat inzwischen knallharte Konsequenzen gezogen. Er meidet die A45 inzwischen wie der Teufel das Weihwasser und hat sogar seinen gesamten Speditionsbetrieb umgestellt. Aus Angst davor, dass die Beeinträchtigungen auf der Sauerlandlinie ihm die Existenz kosten könnten. Die A45 war eigentlich für mich und meine Firma die Lebensader. Ich bin jeden Tag einmal runter und einmal hochgefahren, die 45. Und mit der Sperrung der Brücke bei Lüdenscheid ist für mich quasi von jetzt auf gleich das ganze Geschäft zusammengebrochen. Ich schaffe meine Touren nicht mehr, die ich fest gehabt habe jeden Tag. Und die Kundschaft möchte auch nicht mehr Geld bezahlen für die Umwege bzw. die Standzeiten im Stau. Und von daher, eigentlich war die A45 meine Geschäftsgrundlage. 5-mal in der Woche ist Andreas früher die Linie Dortmund-Mannheim gefahren. Doch das funktioniert jetzt nicht mehr. Denn 2 Stunden Stau am Tag, das verkraftet seine Kalkulation einfach nicht. Andreas hat durch die Brückensperrung bei Lüdenscheid also seine gesamte Kundschaft verloren. Jetzt
kämpft er Tag für Tag mit Gelegenheitstouren ums Überleben und verlässt das Ruhrgebiet kaum noch. Aus seiner Wut auf die Verantwortlichen für die Brückenmisere macht er deshalb kein Geheimnis. Wir haben 30 Jahre lang nichts gemacht. Wenn ich 30 Jahre an meinem Haus nichts mache, fällt mir die Hütte auch zusammen. Das ist doch ganz normaler Vorgang. Wenn ich den 2 Jahre ohne Ölwechsel fahre, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mir der Motor um die Ohren fliegt. Und dann verstehe ich nicht, dass nicht irgendwelche Leute zur Rechenschaft gezogen werden, irgendwelche Leute verantwortlich gemacht werden. Da hängen Existenzen dran. Ich meine, da bin ich nur ein kleines Licht. Ich denke mal, dass da gerade so im Sauerland oder was diverse Firmen größere Schwierigkeiten haben wie ich. Große Sorgen macht sich deshalb auch die südwestfälische Wirtschaft. Seit dem 2. Dezember 2021 ist die Ramme der Talbrücke jetzt gesperrt. Selbst nach ihrer Sprengung wird es Jahre dauern, bis die Hauptschlagader A45 in diesem Bereich wiederhergestellt ist und die Beeinträchtigungen im Verkehrsfluss verschwunden sind. Von den noch bevorstehenden Sanierungen an 59 weiteren Brücken auf der Sauerlandlinie erst gar nicht zu reden. Unmittelbar von der Brückenmisere betroffen ist auch die Winnerspedition in Iserlohn. Das ist eine logistische Katastrophe. Und zwar nicht nur für uns auf dieser Seite, sondern auch für alle anderen Kollegen, eben auch auf der anderen Seite der Sperrung, in A, der Durchfahrtmöglichkeit und B, ganz wichtig, in der Verteilung der Güter in ganz Südwestfalen. De facto heißt es ja heute, wir müssen Umfahrungen fahren, die zeitintensiv sind. Und Sie wissen, Zeit ist Geld, ein Thema. In aller Regel dauert es 1 bis 2 Stunden länger, je nach Verkehrsaufkommen, um diese Sperrung umfahren zu können. Betroffen von der Brückenmisere ist also eine gesamte Region mit all ihren Wirtschaftszweigen, wobei das Transportgewerbe sozusagen an vorderster Stelle steht. Auch von Kostensteigerungen ist längst die Rede. Am Ende wird es zu einer Verteuerung der Leistung führen und damit werden die Transportkosten steigen und das wissen natürlich unsere Auftraggeber auch. Und der Bürger oder der Verbraucher bezahlt irgendwann genau diese Zeche, die aus diesem Infrastrukturdesaster entstanden ist. Apropos Bürger und Verbraucher, kommen wir am Beispiel Lüdenscheid doch mal ganz kurz zu den Anwohnern, die von der Brückenmisere unmittelbar betroffen sind. Problematisch ist aber nicht nur, dass jetzt auch die innerstädtischen Straßen extremsten Belastungen ausgesetzt sind, sondern dass die Bürger rund um die Uhr keine Ruhe mehr finden. Es ist einfach viel und brutal, ja. Was heißt das für Sie als Anleger? Ja, wenig Schlaf, der Blutdruck steigt. Wir sind alle, ich glaube, ich spreche für alle, mit den Nerven runter. Wir kriegen keinen Schlaf, wir haben eine Luftverschmutzung, die ist untragbar. Das ist hier Selbstmord auf Raten. Und die Raten sind ziemlich kurz. Das geht hier von morgens bis abends ja so durch. Und vor allen Dingen, man ist auch ständig gereizt durch den Lärm und alles. Man ist dünnhäutig geworden. Also ich kann mittlerweile Lkw-Geräusch nicht mehr hören. Die Wut der Bevölkerung richtet sich aber nicht gegen die Lkw-Fahrer selbst, sondern gegen Politiker und Brückenplaner, die offensichtlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Denn seit Jahren ist bekannt, wie marode die Brücken auf der A45 sind, vor allem in der Schwerlastbranche. Wir weisen ja als Schwerlastspediteur und unser Verband ja auch schon lange darauf hin. Die A45 gibt es seit Jahren für Großraum- und Schwertransporte gar nicht mehr. Die existiert für uns gar nicht mehr auf der Landkarte. Wir kennen das ja gar nicht anders. Und man wird natürlich weitere Brücken überprüfen, man wird auch kleinere Brücken überprüfen. Und das ist wie der menschliche Körper. Wenn die Adern verstopft sind, dann weiß man, was passiert. Dann kommt es zum Infarkt. Genau genommen ist auch Lkw-Fahrer Andreas Gräbedünkel aus Unna ein Opfer. Nur, dass er sich ausgerechnet in den letzten Jahren seines Berufslebens diesen Problemen stellen muss. Wer mir da auch leid tut, sind schlicht und einfach die Anwohner. Die kommen ja gar nicht mehr zur Ruhe. Das geht ja da 24 Stunden. Früher oder bis Dezember habe ich am 1. des Monats gewusst, was ich am letzten des Monats Umsatz habe und was ich verdient habe. Das habe ich heute nicht mehr. Ich bin im Prinzip Tagelöhner. Ich lebe von einem Tag in den nächsten.
Die Problematik maroder und abrissreifer Autobahnbrücken hat auf der 257 Kilometer langen Sauerlandlinie einen politischen Paukenschlag ausgelöst. Doch sind die 60 Brücken nur die Spitze eines Eisbergs, denn bundesweit befinden sich nach Auskunft der Autobahn GmbH in Berlin rund 3000 Autobahnbrücken in einem maroden Zustand.